Nichts geschieht ohne Grund. Willkommen bei Gestalte deine Realität. Danke, dass du dabei bist. Bevor wir starten, habe ich eine Frage an euch. Stellt euch vor, ihr steht vor einer Abzweigung und müsst euch für einen der Wege entscheiden. Alle Wege sind 1000 Kilometer lang und ihr müsstet zu Fuß zurücklegen. Der linke Weg bietet euch Getränke an, aber keine Nahrung. Der rechte Weg bietet euch Nahrung an, aber keine Getränke. Für welchen der Wege würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. So wie in dem Film Die Matrix gibt es auch in unserer Realität ein System, das uns unbewusst lenkt. Wir nennen es nur anders: Ursache und Wirkung. Niemand kann aus der Matrix aufwachen, ohne den nötigen Impuls zu erhalten. Bist du bereit, die Wahrheit zu erkennen? Dann bleib bis zum Ende dieses Videos dabei. In diesem Video zeigen wir die Perspektiven und wie du die Ursache und Wirkung für dich nutzen kannst. Was ist die Matrix? Die Matrix ist die Realität, die wir erleben, aber diese Realität ist eine Illusion. Es ist ein System, das nach festen Regeln funktioniert. Alles, was wir als Schicksal betrachten, folgt dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Hier ein Beispiel. In diesem scheinbaren Chaos lässt sich ein Plan erkennen. Der Plan lautet Ursache und Wirkung. Alles in unserer Realität läuft nach diesem Prinzip. Auf den ersten Blick scheint es, als hätten wir freien Willen. Jeder entscheidet selbst, in welche Richtung er geht. Aber schau genauer hin. Auf den zweiten Blick wird deutlich: Die Entscheidungen, die wir treffen, werden von äußeren Einflüssen bestimmt. Betrachte auch dieses Beispiel. Wie Dominosteine, die durch eine einzige Bewegung in eine Kettenreaktion versetzt werden, so sind auch unsere Gedanken und Handlungen Teil eines unaufhörlichen Prozesses. Ein kleiner Impuls, ein winziger Gedanke, und schon entfaltet sich eine ganze Kettenreaktion von Ereignissen. Doch was bedeutet das wirklich für uns? Wir leben in einer Welt, in der wir uns selbst als freie, unabhängige Denker sehen. Aber die Wahrheit ist, dass wir oft Gefangene unserer eigenen Gedanken sind, unseres Programms. Wir glauben, Entscheidungen zu treffen, unseren eigenen Weg zu gehen, aber tatsächlich reagieren wir nur auf äußere Umstände. Wir reagieren auf das, was die Welt um uns herum von uns verlangt, auf die gesellschaftlichen Normen, die Erwartungen, die wir selbst und andere an uns haben. Erst wenn eine äußere Ursache eintritt, ein Ereignis, ein Gespräch, eine Emotion, dann treffen wir eine Entscheidung. Doch ist diese Entscheidung wirklich unsere Entscheidung? Oder sind wir nicht vielmehr einfach Produkte all der Einflüsse, die uns ständig umgeben? Wir lösen eine neue Wirkung aus, und dieser Kreislauf hält uns in der Matrix gefangen, wo wir glauben, Kontrolle zu haben, während wir tatsächlich nur auf Impulse reagieren, die außerhalb unserer Macht liegen. Was, wenn wir uns bewusst machen könnten, dass wir nicht immer nur reagieren müssen? Was, wenn wir die Ursache aktiv gestalten könnten, statt nur die Wirkung zu erleben? Der wahre Weg aus der Matrix führt nicht nur zu einem tieferen Verständnis, sondern auch zu einer bewussteren Entscheidung über die Impulse, die uns leiten. Doch das erfordert ein Umdenken, eine radikale Veränderung, die nicht nur unsere Gedanken, sondern auch unsere Handlungen beeinflusst. Kann man aus der Matrix entkommen? Nein. Die Matrix ist unsere Realität. Um aus ihr zu entkommen, müssten wir diese Realität verlassen, und das bedeutet den Tod. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist aufzuwachen und das Leben bewusst zu gestalten. Wie kann ich mich selbst aufwecken? Gar nicht. Stell dir vor, du wärst hypnotisiert und der Hypnotiseur hätte die Zahl 9 aus deinem Gedächtnis gelöscht.
Wenn du nun zählst, würdest du die 9 unbewusst überspringen, ohne es zu merken. Jemand, der nicht hypnotisiert ist, könnte dich darauf hinweisen und fragen, warum du die 9 nicht mitzählst. Anfangs würdest du es ignorieren und dir nichts dabei denken. Doch mit der Zeit beginnen auch fremde Personen dich darauf anzusprechen. Langsam kommst du ins Grübeln und vielleicht sogar in Angst. Schließlich suchst du den Hypnotiseur auf und fragst ihn, was er mit dir gemacht hat. Dieser stellt die Zahl in deinem Gedächtnis wieder her und plötzlich kannst du wieder ganz normal zählen. Genauso ist es mit der Matrix. Seit unserer Geburt sind wir so sehr an das Prinzip von Ursache und Wirkung gewöhnt, dass wir nicht bemerken, wie es uns kontrolliert. Um aufzuwachen, brauchen wir entweder jemanden, der bereits wach ist, oder unsere Intuition muss uns den Weg weisen. Ein weiteres Beispiel: Stell dir vor, du sitzt unter einem Obstbaum und bist so tief in eine Geschichte aus einem Buch vertieft, dass du die Zeit völlig vergisst. Plötzlich fällt ein Apfel auf deinen Kopf. Dieser Moment reißt dich aus deiner Versunkenheit und du schaust instinktiv auf die Uhr, überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Nur ein äußerer Impuls kann uns aufwecken oder ein Impuls aus der geistigen Welt, mit der wir stets verbunden sind. Wie erkenne ich, dass ich aufgewacht bin? Das erste Zeichen des Erwachens ist das Verständnis, dass deine Realität ausschließlich durch Ursache und Wirkung funktioniert. Es ist deine persönliche Realität, geprägt von deiner Wahrnehmung. Warum ist es nur meine Realität? Es ist deine Realität, weil nur du sie auf deine ganz eigene Weise wahrnimmst, basierend auf deinen Gefühlen, deinen Gedanken und dem inneren Programm, das du in dir trägst. Dieses innere Programm entscheidet nicht nur, wie du dich fühlst, sondern auch, wie du nach außen hin handelst. Und genau dieses Handeln führt zu neuen Erfahrungen, die dein inneres Programm wiederum überschreiben und beeinflussen. Das Programm ist im Grunde das Wissen über etwas, ein Wissen, das du in Form von Erfahrungen im Unterbewusstsein gespeichert hast. Diese Erfahrungen laufen dann unbewusst ab, beeinflussen deine Entscheidungen und bestimmen, wie du in der Welt agierst, ohne dass du es merkst. Du triffst Entscheidungen, die sich spontan anfühlen, als ob sie aus freiem Willen entstehen. Doch die Wahrheit ist, diese Entscheidungen sind alles andere als zufällig. Sie sind das Resultat eines tief verwurzelten Programms, das du über Jahre hinweg entwickelt hast. Ein Programm, das dich lenkt, ohne dass du es steuern kannst. Stell dir vor, du fährst jeden Tag denselben Weg zur Arbeit. Immer dieselben Straßen, dieselben Ampeln, dieselben Abbiegungen. Du denkst nicht darüber nach, es passiert einfach. Doch dann, eines Tages, geschieht etwas Unerwartetes. Vielleicht ist die Straße gesperrt. Vielleicht siehst du ein Schild, das auf eine alternative Route hinweist. Oder du bekommst einen plötzlichen Impuls und fragst dich, warum fahre ich eigentlich immer diesen Weg? Und genau in diesem Moment passiert es. Die Erkenntnis trifft dich, wie ein umfallender Dominostein. Auf einmal weißt du, dass du nicht an diesen Weg gebunden bist. Du kannst sofort abbiegen, eine neue Straße nehmen, eine völlig andere Richtung einschlagen. Die Ursache, dein neuer Impuls, hat die Wirkung erzeugt. Du hast eine Entscheidung getroffen, die dein weiteres Leben verändern kann. Das ist der Moment, in dem sich dein inneres Programm verändert. Die alten Muster sind durchbrochen, weil ein neuer Impuls dich dazu gebracht hat, sie zu hinterfragen. Und genau so funktioniert es in allen Bereichen des Lebens. Sobald du erkennst, dass du die Wahl hast, dass du nicht gezwungen bist, immer denselben Pfad zu gehen, kannst du sofort eine neue Richtung einschlagen. Der Schlüssel liegt darin, den Impuls zu empfangen und ihn nicht zu ignorieren. Dein Weg zum Erwachen. Aufwachen bedeutet, die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Es bedeutet, deine Realität bewusst zu gestalten und dich nicht von äußeren Umständen lenken zu lassen. Es ist selbstverständlich, dass man den Fluss der Ursache und Wirkung nicht entkommen kann, aber du kannst dafür sorgen, dass die nächste Ursache von dir gelegt ist und du dich an seiner Wirkung genießen kannst.
Gemeinsam können wir den Weg zu einem bewussteren Leben gehen. Denke daran, du bist mehr als nur ein Lebewesen auf diesem Planeten. Auch wenn es den Anschein hat, dass wir keine freie Wille haben, hast du die Möglichkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du es haben möchtest. Sei du die Ursache, damit du eine Wirkung hast, die deinen Wünschen entspricht. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Alles, was du über Manifestieren wissen solltest. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare. Am Anfang dieses Videos habe ich euch folgende Frage gestellt. Welchen Weg würdet ihr wählen? Den linken Weg, der ausschließlich nur Trinkwasser bietet, oder den rechten Weg, auf den es nur Nahrung gibt? Beachte dabei, dass alle Wege 1000 Kilometer lang sind. Außerdem kommt der Mann, der auf dem Bild fit und kräftig aussieht, von einem dritten Weg. Nämlich von hinten, auch dieser ist 1000 Kilometer. Ich bin gespannt, welche Entscheidungen ihr getroffen habt. Ich vermute, dass die meisten von euch den linken Weg gewählt haben. Denn ohne Wasser kann ein Mensch nur 3 bis 5 Tage überleben. Ohne Nahrung hält ein Mensch in der Regel 4 bis 6 Wochen durch. Ein durchschnittlicher Mensch kann etwa 30 Kilometer pro Tag laufen. Das bedeutet, dass man innerhalb von 4 bis 6 Wochen die 1000 Kilometer zurücklegen könnte. Daher erscheint der linke Weg zunächst als die vernünftigere Wahl. Doch diejenigen unter euch, die wirklich aufgeweckt sind, haben vermutlich einen anderen Weg gewählt. Schließlich gibt es auch den dritten Weg, nämlich den Weg, dem der Mann gekommen ist. Er scheint weder Probleme mit dem Essen noch mit dem Trinken gehabt zu haben. Also wäre es doch am klügsten, denselben Weg zurückzugehen. Oder? Schreibt es unten in die Kommentare, wer von euch hätte sich für den Rückweg entschieden. Danke, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal, es ist kostenlos, und aktiviert die Glocke. Und gebt mir bitte einen Like. Danke und ciao.